So, hallo ihr Lieben, ich bin's, eure Sandy. Ja, ihr fragt euch garantiert, wo ist sie denn jetzt? Ja, ich möchte mir mal ein bisschen. Ich habe zwar immer gesagt, Goa ist nicht meins. Ich bin aber momentan so ein bisschen dabei, mir ein bisschen Goa auf meine Art und Weise kennenzulernen. Ich sag's mal so, die Leute, die mir damals Goa beibringen wollten, sind leider nicht mehr da. Also, ich weiß nicht, ob sie noch da sind. Auf jeden Fall bin ich nicht mehr, weiß ich nicht, ob sie da sind. Oder ob sie überhaupt noch RP machen oder sonst was. Ist ja jetzt auch egal. So, ich habe mich mal ein bisschen umgeschaut und ein bisschen umgeguckt. Und ich bin hier in, ich weiß nicht, wie man das auf Goa sagt. Ich sage dazu Bücherraum. Ja? Und, oder es wird, Kartenraum ist was anderes. Kartenraum zeige ich euch, ja, zeige ich euch später. Ähm, Beziehungsweise, was heißt Kartenraum? Es ist ein Raum, wo man die ganzen Länder sieht, was so Goa ist und wo man so hinspringen könnte und machen und tun. Wo man halt sich für 500 Linden die Gruppe auch holen könnte. Und aber es gibt ja auch viele Goa-Gruppen, die natürlich auch umsonst sind. Ja, wie schon gesagt, das ist der Planet, ich hoffe, ich sage es jetzt wieder richtig aus, der Planet Goa. Das ist wie bei uns in Real Life, müsst ihr euch das so vorstellen, im Rollenspiel mäßig her gesehen. Ich sage jetzt einfach mal bei uns der Mars. Ja, man kann oder in anderen Planeten, der Mars kann man ja das ist falsch, der Mars kann man ja von der Erde aus mit den Gerätschaften sehen. Goa ist nicht sichtbar im Rollenspieldenken von der Erde. Und andersdarum ist es auch so. Also von Goa aus kann man nicht auf die Erde gucken. So spielen die das im Rollenspiel aus. Ähm, so, und dann gibt es natürlich, wie auf der Erde, in der Hinsicht gibt es auch Regeln und ne, eigene Vorstellungen, wie was ist. Ne? Und hier kann man sich dann ein bisschen durchlesen. Ist zwar leider alles auf Englisch, ne? Und hier kann man sich durchlesen und durchgucken, was ist jetzt was, ne? Und was hat Sklaven, ne? Zum Beispiel hier Sklaven auf Goa. Und was ich auf Goa eventuell spielen werden wollen würde, das würde werden eine Bäuerin, die sich um Tiere, sprich um die Borgs, um die Talyalens, ich sage sie wieder falsch aus, ne? Ihr wisst, dass ich eigentlich dazu Dinos sage, aber die heißen ja in Wirklichkeit ich sage es immer falsch aus. Auf jeden Fall, und dann über die, wo man ja eigentlich Ziegen zusagt, die heißen wieder anders da mir fällt es aber gerade nicht ein in dem Moment. Ähm, und dass man sich halt da um die Getreidefelder und hat man nicht gesehen, sich so ein bisschen auch kümmert. Das wäre so ein bisschen meins. Sklaven nicht so, ne? Das wäre nicht, ist nicht so meins. Ja. Also noch nicht so meins. Das Größte ist zwar, wie schon gesagt, dass zum größten Teil endet man, wie ich so ein bisschen dir rausgehört habe, zum größten Teil als Sklavin oder Sklave. Ja, es gibt ja die sogenannten, es gibt ja die sogenannten Panthers, wie ich rausgefunden habe. Und die Panthers, die jagen Männer als Sklaven.
Soweit weiß ich schon ein bisschen Bescheid. Ich hoffe, ich weiß es jetzt richtig. Und, die versuchen halt, wie haben sie es genannt? Irgendwas mit Mondschein oder irgendwas. Und da tun sie, glaube ich, bei dem Event tun sie, glaube ich, dann die Männer einfangen und tun sie dann versuchen zu versklaven. Ne? Und es gibt natürlich dann auch noch Waffen, ne? Und so weiter und so fort. Ähm, mit den Waffen kenne ich mich momentan noch nicht so ganz gut aus. Es kann natürlich sein, dass ich in ein oder ein anderem Video vielleicht, wenn ich Lust und Laune dazu habe, noch dazu drauf eingehe mit den Waffen. Sollte mir weiterhin Gore, wie es bis jetzt der Fall ist, weil ich dabei bin, mir ein Dorf auszusuchen, wo ich mich momentan auch ein bisschen heimisch fühle. Oder versuche ein bisschen heimisch zu fühlen, sagen wir es mal so. Und ja, wie gesagt, hier könnt ihr euch durchlesen. Hier seht ihr so ein bisschen die Dörfer, ne? Ähm, und so weiter und so fort. Und es gibt den genannten Kartenraum. Ich hoffe, ich habe hier unten in der Teleportleiste gleich den richtigen Ort gefunden. Und dann werde ich da auch noch mal gleich hinspringen. Die Landmarke gebe ich euch natürlich hier mit bei. Die muss ich mir gerade mal ziehen. Und dann könnt ihr dann hier mal hinspringen und könnt euch mal umgucken. Hier sieht es auch soweit ganz gut aus. Ich musste meinen Ton ausmachen, weil natürlich hier Wassergeräusche und so weiter und so fort ist. Hier könnte man zum Beispiel auch, wenn man Lust und Laune hat, ein bisschen tanzen. Ne? Hier könnte man sich einfach so hinsetzen. Und ähm, hier sind auch Leute, andere Leute. Ne? Entschuldigung. Ich glaube, es gibt sogar zwei, wenn mich jetzt alles täuscht. Gibt es zwei Kartenraum? Kartenraum sage ich, wie ich jetzt sagen würde, Bücherei. War ich hier schon mal drin? Das ist, glaube ich, jetzt auch Premiere. Ich glaube, es ist links und rechts, glaube. Nee, hier sieht es anders da aus. Ach, gucket mal an. Gucket mal an. Hier kommen wir zu den Waffen. Hier sind Kleidung und Waffen. Ah, seht ihr? Ja, die meisten, wie ich so ein bisschen rausgefunden habe, in Goa, die nutzen gerne Pfeil und Bogen. Und jetzt kann man, natürlich ist hier ein bisschen das in Sklavenoutfit. Hier, das ist auch so ein bisschen hier so ein schönes, ne? Mal so nebenbei lunsen. Auch 450 Linden, das geht eigentlich. Na, hier sind zum Beispiel auch für die Männer Outfits. Ja, ihr seht auch hier ein bisschen eine Leere, ne? Weil natürlich auch diesen Bereich Goa wie im Mittelalter auf der Erde in der Hinsicht im Mittelalter ähm, kaum noch, kaum noch jemand da ist. Ne? So, und da hinten, das werde ich momentan mit der Kamera nur ein bisschen zeigen, weil da war ein Bild, was ich eigentlich ungerne zeigen würde wollen. Und deshalb gehe ich mal ein bisschen mit der Kamera durch. Seht ihr, hier sind zum Beispiel die Pfeil und Bogen, ne, und Äxte und so weiter und so fort. Die kann man dann alle so ein bisschen nutzen. Ja, da gibt es auch verschiedene Ländereien, wo man so nachgucken kann. Die kann ich euch ja mal bei Gelegenheit raussuchen und dann werde ich sie nach und nach beim Video unten mit bei hinzufügen. Nur ich finde das Land hier einfach ein bisschen auch
Soweit ganz gut und schön. Man muss sich zwar abtippen, weil es leider nicht die Option gibt, und die würde ich mir gerne erwünschen, dass es die Option gäbe, zum Beispiel, dass es unten auf verschiedene Sprachen die Notizkarte wäre. Zum Beispiel auf Deutsch oder Englisch oder Türkisch und Spanisch, und hat man nicht gesehen. Ja, hier kann man dann, ist dann auch irgendwo ein Ort, wo man ein bisschen RP machen kann, aber ganz genau weiß ich es jetzt nicht. So, ich hoffe, ich tue jetzt richtig. Ja, ich glaube schon. Und zwar, ja, das sind wir. Und das ist der sogenannte Kartenraum. Ne? Die Gruppe kostet 500 Linden, aber die nutze ich nicht. Ne? Und hier könnt ihr zum Beispiel, hier ist, ne, hier kann man sich zum Beispiel angucken, wo eventuell ein nächstes Event ist. Hier kann man auch noch mal Klamotten und so ein bisschen gucken. Und hier kann man auch ab und zu ähm, auch ein bisschen RP machen, wenn sie dann auf der Hinsichten, wenn ich das mal so sagen darf, mal alle mal ein bisschen da sind. Weil zum größten Teil stehen sie leider hier rum und sind AFK, wie man es ja kennt. Und ja, hier ist sogenannter Kartenraum oder ja, wo man dann immer mal so hingucken kann. Und ihr seht, viele sind rot. Warum? Weil keiner da ist. Auf der Sim ist keiner. Oder wird zum größten Teil keiner angesagt, dass jemand da ist. Ne? Also hier könnt ihr mal hinspringen und könnt mal gucken und ne, alle, die so ein bisschen dieses Talbase-Rennen mitmacht. Ne, hier gibt es die HOR, wäre der Landepunkt. Und hier Koroba, ne, die ich so ein bisschen auswendig weiß. Und dann gibt es ja noch äh, viele andere. Ne? Ihr seht hier, gibt noch jede andere. Gibt aber auch welche, die sind eventuell auf Deutsch. Ne? Die sind dann, wo man dann natürlich auch Deutsche antrifft. Ja, so und ja, wie gesagt, das wollte ich euch nur zeigen und wollte es euch mal ein bisschen näher gebracht haben. Ich werde mich mal da drüben hinstellen, nicht hier hin. Ich weiß, das Kleid, was ich anhab, ist nicht für Gore. Das ist, ich habe noch kein richtiges Gore-Outfit. Ne? Und ja, also, ich hoffe, es ist jetzt nicht lange geworden. Das Video ist doch, naja gut, 13, 14 Minuten wird es lang werden. Wie gesagt, ich bin ein bisschen am Gore, bisschen am Durchforsten, noch ein bisschen selber gucken, was es ist, wie ich rüberkomme mit meinem Art RP, was ich so ein bisschen gelernt habe. Und ja, ein bisschen habe ich mir auch, tue ich hin und wieder mir ein bisschen aneignen oder versuchen anzueignen, ne, was jetzt die Regeln sind und was jetzt nicht. Und ich konnte auch schon, Gott sei Dank, ein bisschen paar Notizkarten auf Deutsch ergattern, wo einiges erklärt wird. Und ja, also bis jetzt momentan muss ich sagen, ja, bin ich eigentlich guter Dinge dabei. Ne? Ich bin natürlich nicht so, ich schreibe nicht gerne Romane, sagen wir es mal so. Es gibt Leute, wo man auf eine Sim kommt, ähm, da, da schreiben sie Romane, ja. Ähm, ich weiß, dass man das liebt, wenn man Romane schreibt. Man soll ja auch
ist wie genauso im Mittelalter auch. Man soll nicht sich ja logischerweise, dafür ist das Rollenspiel ja da, eine Geschichte machen, ja, und eine Geschichte ausdenken. Ist ja alles ganz gut und schön. Aber man muss doch keine Romane schreiben. Na, man kann es kurz und bündig. Stellt euch jetzt mal vor, ich wäre jetzt hier auf einer Sim oder ihr werdet auf einer Sim, was mir natürlich schon passiert ist. Ich war auf einer Sim, da waren gefühlte 5 Leute um mich. Ja, ich bin verrückt geworden. Ich sag's ganz ehrlich, ich bin verrückt geworden. Ich wusste nicht mehr den Anschluss. Ich habe den Anschluss verpasst. Wo, wo fängt's an und wo hört's auf? Aber das gut, das haben einige in dem Moment nicht, wo sie wussten, wo hinten und vorne war. Aber das ist dann halt so, wenn dann mehrere Leute auf der Sim Gott sei Dank in dem Moment mal da waren. Ne, da muss man halt gucken, wo man den Anschluss findet und wie und was. Und dann gibt es natürlich noch einige dabei, die schreiben Romane. Da muss dann alles in die Länge gezogen werden. Ne? Nein, man kann es ja kurz und bündig, geht ja nicht, man muss es in die Länge ziehen. Naja, gut, so ist es halt. Was soll man halt machen? Ne? Wie gesagt, es gibt ja verschiedene Gore-Gruppen, wo man kostenlos beitreten kann. Ich habe auch irgendwie schon gelesen, dass es irgendwo jemand gibt, der auf Deutsch vorlesen tut. Ich mag mal so behaupten, ist jeden Sonntag. Aber wie gesagt, ich krieg's ja nicht dauerhaft mit. Und dann gibt es noch so eine Art Heilerschule und Sklaverschule und so weiter und so fort. Also sie bieten da schon in der Richtung schon was an, wenn man dann so ein bisschen in einer Art und Weise so machen will als Heilerin oder Kräuterfrau, heißt es ja bei einigen. Finde ich weiß nicht, ich finde den Namen Kräuterfrau irgendwie, wenn ich das mal so sagen darf, mal ein bisschen passender als wie Heilerin. Ja, Kräuterfrau hört sich irgendwie ein bisschen in meinen Augen schöner an. Aber sei es drum. Also, wie gesagt, ich bin ein bisschen am Gore durchforsten, ob es jetzt wirklich was für mich ist. Ich habe die ganze Zeit immer gesagt, ach, das ist für mich nix. Und so weiter und so fort. Naja, war es für mich in der Hinsicht nie was, kann ich euch auch ein bisschen erzählen, weil ich halt zum größten Teil immer gehört habe, Gore wird immer alles, wo es ja eigentlich auch zum größten Teil hinausgeht, als versklavt, sei es als Männer, sei es als Frauen. Und ich sag's ganz ehrlich, ich möchte nicht als Sklavin enden. Und wie gesagt, deshalb bin ich eher mache ich so nach dem Motto, ich bin auf Wanderschaft, ne? Und dann bin ich ja in den Augen auf eine Art und Weise zwar auch schon ich bin eine freie Sklavin, wie sie eventuell dann, so wird es eventuell ausgelegt, aber ich sag dann, wie es ist, ich bin eine Bäuerin. So. Und jetzt findet mal raus, welcher Avatar meiner ist. So, welcher andere Avatar noch meiner ist. Und der ist dann in der Hinsicht mein Gore-Avatar. Viel Spaß beim Suchen. So, und wenn ihr ihn gefunden habt, herzlichen Glückwunsch. Und nein, Sandy ist es nicht. Weil ich möchte mal Sandy ist zu bekannt. Mit Sandy bin ich zu sehr bekannt überall und deshalb nutze ich natürlich logischerweise in dem Moment einen anderen Avatar. So, aber sei es drum. Ein kleiner Spoiler-Alarm. Wie gesagt, ich tue euch die Landmark hier verlinken unter dem Video und ich freue mich über Kommentare und natürlich erst einmal Dankeschön. Natürlich habe ich die ganze Zeit vergessen zu sagen. Dankeschön für die Abonnenten und die meine Videos zugucken und können was mit anfangen. Sollte was bei G&S was sich erneuern, da ist momentan nur das neue Eisding reingekommen, brauche ich jetzt nicht großartig ein Video drüber zu machen, aber sei es drum. Also, sollte sich irgendwas erneuern oder sollte ich irgendwie mal was aufgreifen wieder, wo ich meine, es lohnt sich ein Video drüber zu machen, ähm, tue ich mal
drauf stoßen. Oder mache ich dann auch mal ein YouTube-Video drüber. Ne? Also, bis dahin, eure Sandy.